Ja, es fängt an zu regnen und wir verlassen Istanbul. Und die Türkei. Die Türkei, ja. Wo geht's hin? Es geht nach Äthiopien. Ja. Auf einen neuen Kontinent. Unfassbar. Afrika. Oh, wir sind so aufgeregt. Das wird so spannend, ey. Wir sind so anders. Ja, genau. Ich würde sagen, wir sehen uns nachher nochmal kurz beim Flughafen und ja. Bis später. Ja, es regnet, aber Türkei, du brauchst nicht weinen. Wir kommen wieder, denn wir haben noch Restgeld und noch Geld auf der Istanbul-Karte. Genau, die Fahrkarte haben wir ein bisschen zu viel beladen und die müssen wir natürlich noch leer fahren, ne? Müssen wir mal wieder gucken. Die Türkei ist mega cool, also die Menschen waren einfach super, muss man sagen. Und wir kommen auf jeden Fall wieder. Auf jeden Fall. Ja. Ey, guckt euch mal diesen Flughafen an, das ist ja unfassbar. Ha! Man of the Year! So wird's gemacht. Merhaba, bilet takip işlemleri friz için yardımcı olabilirim. Sprichst du Deutsch? Nein, ein bisschen, sagt sie. Deli. Virüs bürosuna yol tarifi alıyorum. Okay, danke. Ja, vielen Dank. Tschüss. Güle güle. Scheiße, der guckt mich sogar an. Jo, wir sind angekommen, Addis Abeba, es ist 10 vor 5 und ja, jetzt warten wir bis um 6, weil ab da fahren die Minibusse in die Innenstadt und dann versuchen wir mal zu unserem Couchsurfing-Host, zu unserem Gastgeber zu fahren. Der erste Eindruck war auf jeden Fall schon mal gut hier. Wir waren Ja, alle sehr freundlich. alle sehr freundlich. Und keiner hat was wegen der Drohne gesagt. Unser Couchsurfing-Host hat angerufen erstmal und der holt uns sogar ab. Ja, voll geil. Mega. Das muss man sich mal reinziehen. Man pennt umsonst bei jemandem und der holt einen auch noch vom Flughafen ab. Und der muss dann, glaube ich, arbeiten oder so. Und der geht heute arbeiten, aber ist ganz gut, weil dann können wir ganz in Ruhe schlafen, endlich. Geil, erste Mal Couchsurfing, das hat endlich geklappt. Ja. Ich bin total aufgeregt. Wird bestimmt cool. Neue Erfahrung für uns. Also Äthiopien startet schon mal ziemlich nice. Jo. Ja, die hat uns abgeholt vom Flughafen. Und wir fahren jetzt zu ihm und wir sind auch schon fast da. Ja, erster Eindruck ist einfach, aber relativ gemütlich. Ja. Ja. Ja, das ist der Eingang hier. Das ist das Wohnzimmer, würde ich sagen. Die Betten hätten wir auch nehmen können, aber wir haben uns für das Doppelbett entschieden und das ist für ihn auch kein Problem. Dusche. Hier pennen wir. Und ich denke mal, hier pennt der Mitbewohner sonst und hier pennt Nadir sonst. Ja, wir legen uns jetzt erstmal pennen. Boah, wir haben jetzt vielleicht 4 Stunden geschlafen und sitzen seitdem an unseren Laptops. Inzwischen ist es 4:30. Und ich weiß gar nicht, ich glaube, wir haben euch noch gar nicht die Aussicht gezeigt hier. Wir sind ja wie gesagt im 12. Stock und haben hier einen relativ guten Blick über die Stadt. Ja, ich sitze hier die ganze Zeit mit Sonnenbrille im Bett, mit dem Laptop, weil hier gibt es keine Vorhänge und
ja, es blendet ein bisschen. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen, dass hier Sonnenbrille sind. Nee? Nee, ich habe sie dir rausgegeben, aber ich habe nicht gecheckt, dass du die auch hast. Ja. Ja, wir müssen diese Nacht unbedingt Schlaf nachholen. Oh, nachdem das Bett in Istanbul schon so unbequem war und auch da Schlaf nicht so geil war, hoffen wir, dass wir jetzt in der Nacht wenigstens ein bisschen pennen können. Wir warten jetzt, bis Nadir von der Arbeit wiederkommt und hoffen, dass er uns dann ein nettes Plätzchen zum Essen zeigen kann. This is the swatch that I don't It's a little camera. Really? Yes, Ja, sogar Pocket Cam. Wow. with gimbal. Oh, is that a camera? Yeah. Wow. Das ist äthiopisches Essen hier. Injera mit vielen Toppings. Can I put a little bit more on this? Fleisch und Linsen und Soßen, Pasten und Käse. Teilweise scharf. Teilweise sehr scharf, aber es geht noch. Man isst mit den Händen. Zum zweiten Mal heute laufen wir 12 Etagen runter und nachher natürlich auch wieder hoch. Also wir sind im Training. Beziehungsweise wir haben festgestellt, dass es das dritte Geschoss zweimal gibt. Vielleicht aus dem Grund, weil man kein 13. Stockwerk haben möchte, so aus Aberglauben vielleicht. Also es ist eigentlich der 13. Stock, hoch und runter, das ist schon echt anstrengend. Zumal heute das Wasser nicht funktioniert und wir unten vor dem Eingang aus einem Wasserkanister mit Flaschen Wasser nach oben schleppen müssen. Ja, wir waren vorhin schon frühstücken, da hatte ich das Gimbal aber vergessen. Und jetzt holen wir uns eine SIM-Karte. Die Kamera halte ich immer relativ unauffällig hier, weil so ganz wohl fühlen wir uns hier noch nicht. Wir werden noch ständig angeguckt von allen Seiten. Deswegen diese etwas unvorteilhafte Perspektive. Wir sind hier übrigens unterwegs mit Lucy und Luke. Er kommt aus Neuseeland, sie kommt aus Argentinien. Und die beiden sind schon seit 1,5 Monaten hier in Äthiopien, kennen sich bestens aus, sind quasi fast wie Einheimische. Deswegen haben wir uns jetzt ganz dicht an deren Fersen geheftet und ja, machen unsere ersten Erfahrungen mit Leuten, die sich auskennen. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Strategie. Die kennen die Preise, die kennen ganz viele Spots, die geben uns auch noch ganz viele Tipps heute. Das wird voll geil dann. Und die lassen sich vor allem nicht verarschen. Nee. Wenn die, ziemlich cool. ja, wenn die irgendwie einen Preis genannt bekommen, der halt auf jeden Fall nach Touri-Abzocke klingt, dann sagen die, hä, auf gar keinen Fall, wir kennen den richtigen Preis. Und dann lenken die meistens auch ein. Ja, wir sind zurück. Haben jetzt eine SIM-Karte. Zwei SIM-Karten, eine für mobiles Internet, eine fürs Telefonieren. Und wir schleppen jetzt hier das Wasser mit nach oben, damit wir eine Toilettenspülung haben. Und wir haben nachgezählt, es sind wirklich 13 Stockwerke. Das dritte Geschoss ist doppelt. Hier gibt es übrigens auch Aufzugsschächte. Aber der wurde nie eingebaut. Die Tür geht nicht immer ganz einfach auf. Unser Couchsurfing-Haus hat schon gesagt, es ist ziemlich schwierig, die Tür immer auf und zu zu machen. Man darf auch immer nur einmal abschließen, nicht zweimal, weil die sonst komplett dicht ist. Ah, finally. Also wir haben die Wasserflaschen unten aufgefüllt, um hier den Bottich auffüllen zu können. Dass man sich damit duschen kann und damit eine Toilettenspülung dann erzeugen kann. Das andere Couchsurfing-Pärchen hat auch schon gesagt, dass die Bude hier Luxus ist.
im Vergleich zu anderen Couchsurfing-Gastgebern, wo die waren. Achso, und für alle, die vielleicht nicht wissen, was Couchsurfing ist. Couchsurfing ist eine Internetplattform, wo Einheimische ihr Sofa oder ein Gästebett einfach umsonst zur Verfügung stellen. Ja. Das heißt, wir zahlen hierfür nichts. Genau, und dann kommt man mit den Einheimischen auch mehr in Kontakt. Das ist ziemlich cool. Das ist für den Start in einem neuen Land echt optimal. Ja, also Nadir ist super. Leute, das hier ist übrigens ein 50-Bill-Schein. Also, oder war es mal, keine Ahnung, aber der wird tatsächlich hier noch angenommen. Ich glaube, in keinem anderen Land der Welt würde man so einen Geldschein noch annehmen. Der Hammer. Ja, wir machen uns jetzt gleich nochmal auf den Weg. Wir waren heute Mittag schon draußen und haben versucht, ein Busticket nach Lalibela zu bekommen, aber überall wurde uns gesagt, es gibt keine Direktverbindung nach Lalibela. Da es von Lalibela aus auch nicht allzu viel zu sehen gibt, außer die berühmten Felsenkirchen, die aber schweineteuer sind im Eintritt. $50, also US-Dollar, zahlt man dort Eintritt. Das sparen wir uns. Haben wir uns jetzt entschieden, nach Bahir Dar zu fahren. Wir gehen jetzt nochmal los zu einem anderen Busticket-Office und hoffen, dass wir da die Tickets bekommen. Sodass es dann morgen in aller Frühe um 5 Uhr morgens losgeht. Ja, wie fangen wir an? Ist schwer. Ja. So, es ist ein Moment auf unserer Reise, der alles andere als schön war und der uns zum ersten Mal zu einer Entscheidung kommen lassen hat, die wir so nicht erwartet hätten und auch nicht geplant hatten. Wir hatten beide von Anfang an in Äthiopien ein gemischtes Bauchgefühl. Also man trifft ja auch extrem herzliche Menschen, wie Nadir zum Beispiel, und auch auf den Straßen in den Geschäften gibt es sehr viele sehr nette und hilfsbereite Menschen. Aber es gibt halt auch sehr viele Menschen, die einen permanent übers Ohr hauen wollen und einem einfach nur Böses wollen anscheinend. Wir dachten, wir kommen damit klar mit der Situation, aber da sind dann gestern Zwischenfälle passiert, mit denen wir auf keinen Fall klarkommen und... Genau. Wenn die Leute dann schon nach einem greifen, einen nach hinten ziehen und versuchen, an die Tasche zu kommen, das ist dann schon heftig. Ja. Das war aber noch das Harmlosere. Es ist nämlich dann etwas passiert. Wir wollten ein Busticket in den nächsten Ort buchen. Nach Bahir Dar. Nach Bahir Dar. Da sind wunderschöne Wasserfälle vom Blauen Nil. Und er sagte dann zu uns, nee, sorry, wir bieten keine Fahrten dahin an, aber ihr müsst zu der und der Busgesellschaft. Vor dem Büro war dann ein Mann, der meinte, dass das Ticket-Office von der anderen Busgesellschaft in die und die Richtung liegt und zeigte halt in eine komplett andere Richtung, als der Mann aus dem Busbüro uns das gesagt hatte. Ja, komm mit mir, komm mit mir. Und dann meinten wir so, nee, der Mann hat doch gesagt, geht in die Richtung, Richtung Stadion. Und dann meinte er, nein, das ist da und da. Geh noch mal rein, frag ihn noch mal. Ich so, okay, ich gehe noch mal rein, frag ihn noch mal. Hab ihn gefragt und der zeigte wieder in Richtung Stadion und bestätigte mir, dass der Mann, der uns draußen abgefangen hatte, uns zu einer anderen Busgesellschaft bringen würde. Ich gehe mal davon aus, dass die da Provision bekommen. Als ich dann draußen mit ihm alleine stand, hat er auch gesagt, boah, warum ist er so, ich weiß jetzt nicht, was er auf Englisch gesagt hat, aber irgendwie so, warum ist er so abweisend, das tut so weh, genau, warum vertraut er mir nicht, das tut weh. Ja, irgendwie so. Ja, er war dann halt tierisch angepisst und hat uns verfolgt. Dann sind wir halt zu dieser zu dem Busbüro gegangen, das natürlich nicht in der Richtung lag, wo er es erst gezeigt hatte. Und der ist uns hinterhergelaufen und hat sich mit uns in das Büro gesetzt. So, dann haben wir die Tickets gekauft. Dann fing er auf einmal an, mich zu beleidigen und sagte, ja, du bist Hitler. Oder dein Vater ist Hitler. Dein Vater ist Hitler. Ihr seid Hitler. Ich so, nee, auf gar keinen Fall bin ich Hitler, mein Vater auch nicht. Und dann meinte er, aber du siehst aus wie Hitler. Ich so, nee, ich sehe ganz bestimmt nicht aus wie Hitler und ich möchte jetzt auch nicht mehr mit dir reden. So, die Damen vom Busbüro sind dann halt auch richtig, richtig ärgerlich geworden auf ihn und haben ihn gebeten zu gehen. Ja. Er ist aber nicht aufgestanden. Dann haben die mit Polizei gedroht. Er wollte immer noch nicht gehen. Dann kamen 2 Männer und haben ihn rausgezerrt aus dieser Bude. Ich habe schon gewusst,
Das hat draußen auf jeden Fall nochmal auf uns lauern wird. Und das war auch der Fall. Genau, wir sind dann erstmal rausgegangen um die Ecke und dachten erst so, okay, da war er nicht. Aber dann auf einmal kam er von der Seite an, stand neben ihm und hat dann gesagt, so, now it's time to kill you. Ja. Chris hat dann nur zu mir gerufen, Monique, renn. Komm, wir Ja, haben uns ja. umgedreht, sind in die andere Richtung gerannt. Über die Straße und dann erstmal an der Hauptstraße entlang. Da, wo viele Menschen waren. Wo viele Menschen waren. Und dann irgendwann haben wir ihn nicht mehr gesehen und dann haben wir uns umgedreht und dachten dann so, okay, cool, vielleicht hat er abgelassen, weil ihm das auch zu nervig war und wir laufen jetzt erstmal im schnellen Schritttempo weiter. Genau. Wir haben uns auch trotzdem immer wieder umgedreht, um uns zu Ja. gewissern, dass er uns nicht verfolgt. Das Problem ist aber, wir sind natürlich hier mit die einzigen Weißen auf der Straße. Ja. Das heißt, er geht unter in der Masse, Und wir wir aber nicht. nicht. Er konnte uns auf Kilometer sehen und wir ihn nicht. Wir sind dann halt weitergelaufen und das waren bestimmt schon 1,5 Kilometer und auf einmal taucht er wieder auf. Ja, Er hat uns die ganze Zeit verfolgt. Über Kilometer ist er Ja. uns hinterhergelaufen. dann tauchte er wieder auf, kam wieder zu ihm und dann sagte er, ich will euch umbringen. Schon wieder. Schon I wieder. will kill you. Er hat seine Ja. Meinung nicht geändert auf dem Weg, ja. Oh, dann sind wir wieder gerannt wie die Blöden. Und dann habe ich zu Chris nur gesagt, ja komm, da ist ein Café, da sind viele Menschen, lass da reinrennen. Und da sind dann sofort alle aufgestanden. Oh, was Ja, ist los? Was ist los? Und dann völlig außer Atem, da ist ein Mann, der verfolgt uns, der will uns umbringen. Und, Ja. oh Gott, ey. Wir haben dann gefragt, welcher ist es? Ich habe dann auf ihn gezeigt. Der ist dann an dem Café vorbeigelaufen und hat so getan, als ob er überhaupt nichts mit der Situation zu tun hat. Hat dann gerade ausgeguckt und als die Leute auf ihn zugegangen sind, hat er so getan, was ist los hier? Als ob er von nichts wüsste. So. Die haben ihn dann aber festgehalten und wir haben dann gebeten, ja, könnt ihr ihn bitte einfach 10 Minuten festhalten und dass wir hier einfach weg können. Wir wollen einfach nur nach Hause. Dann sind wir gerannt und wir haben ihn dann tatsächlich abgehängt. Aber wir hatten immer noch bestimmt 2 Kilometer Heimweg vor uns. Ja. Und Tierisch hatten Paranoia. Tierisch Paranoia auf dem Weg nach Hause. Ich bin schon lange nicht mehr so lange in einem Stück gerannt, ey, mir tat alles weh, meine Lunge tat weh und ich konnte nicht mehr. Man merkt dann erstmal, wie wenig Kraft man dann auf einmal hat, aber man muss weiterrennen. Ja, Das war eine eine Kacksituation. eine Das war richtige halt Kacksituation. das war der erste Tag, wo wir alleine draußen waren. Vorher ging es, diese Kleinigkeiten, dass da jemand an unserem Beutel wollte und so, damit wären wir auch noch klar gekommen. Aber es waren 2 richtig scheiß Situationen dann halt an dem Tag. Und bei Morddrohungen hört der Spaß einfach Ja. auf. Also Wir fühlen uns hier nicht wohl, wir fühlen uns hier nicht sicher. wir haben halt das Gefühl, dass es vielleicht auch im Rest Äthiopiens nicht einfacher wird. Das Reisen ist sehr anstrengend und du hast immer extrem freundliche Menschen oder extrem nervige Menschen. Es geht aber immer ins Extreme und ich glaube einfach, wir sind noch nicht so weit. Es tut weh, Ja. sich das einzugestehen, dass man hier, naja, ich will nicht sagen versagt hat, aber ja, Oder aufgibt. aber hat das Gefühl, man muss gibt halt, auf, man ja. muss halt auf sein Bauchgefühl hören. Also wenn das Bauchgefühl sagt, du musst hier weg, dann musst du hier einfach weg. Und deswegen haben wir uns entschieden, einen Flug zu buchen und Äthiopien nicht zu bereisen. Ja, wir verlassen Äthiopien. Genau. Morgen geht's für uns dann nach Kapstadt. Es tut uns wirklich im Herzen weh. Wir hätten dieses wunderschöne Land so gerne gesehen. Das Und stand ganz oben auf meiner Wunschliste und ja. versteht uns nicht falsch, es gibt hier sau viele super freundliche Menschen, Ja. wie schon gesagt. Und wir hatten einfach nur einen beschissenen Start und einfach nur Pech. Und es gibt auch viele Menschen, die hier viele gute Erfahrungen gemacht haben, die hier kein Problem haben Ja. zu reisen. Aber Als Einsteigerland für Afrika ist es vielleicht nicht das beste Land. Und wenn ihr tougher seid, das wird sich auf jeden Fall lohnen. kommt Es auf gibt jeden Fall her, guckt wunderschöne euch das hier Ecken an, das ist wirklich schön. Auf jeden Fall. Wir haben Ja. Bilder, wir haben Videos gesehen, wir haben Fotos von Tieren gesehen, Geschichten von und Landschaft. Erzählungen Ja. und alles. Unfassbar schön. Deswegen, wir wollen jetzt keinem Äthiopien irgendwie madig machen, Nein. aber wir haben für uns einfach Ja. festgestellt, das ist nicht, wir schaffen es mental einfach hier nicht. Ja, sorry für das viele Gequatsche, aber wir wollten euch aufklären, Ja. weshalb unsere Reise in Äthiopien jetzt schon endet. Ja. Ja, wir machen jetzt das Beste aus der verbleibenden Zeit, die wir hier noch haben. Und hier gibt es einfach den geilsten Saft überhaupt. Das ist Avocadosaft. Das ist mehr wie Mousse, so ein dicker, fetter Smoothie. Und wenn du das trinkst, dann denkst du wirklich, du hast noch nie vorher einen Avocado gegessen. Das ist Hammer.
So, schon mal fertig gepackt. Gut vorbereitet. Was machst du so? Ich hänge hier so rum. Du hängst hier so rum? Mhm. Was ist das denn? Was ist das denn? Das ist mein Speck nicht. Apropos Speck, wir gehen gleich essen. Also wir warten nur noch, bis Nadir nach Hause kommt und dann gehen wir essen. Und wir verprassen unser ganzes Restgeld, unsere ganzen 900 Bier. Also 30 Euro. Und das Krasse ist, wir reichen tatsächlich 30 Euro, um 5 Leute zum Essen einzuladen. See how they do it way in it. Yeah. Nice. Dann hast du ein Jera-Brot, man macht sich mal ein Stück ab. Und ist dann mit dem hinten, nimmt sich ein bisschen was. Und? Schmeckt nicht. What would you call this? Das ist irgendwas mit Linsen. Yeah. Das war jetzt das deutsche Wort. Kichererbsen. Kichererbsen. Das ist auch irgendwas mit Linsen. Auch Linsen. Auch Linsen. Ich glaube, verschiedene Linsen sind das jetzt in verschiedenen Soßen. Das ist irgendwas mit Tomaten und das ist Spinat. Ja, ich glaube, das ist Spinat. Auf jeden Fall sehr lecker. Come on. Harabi. Enjoy the taste of a meal. Good beer. Ein Happy End in Äthiopien. Security-Check ist wieder erledigt. Jetzt warten wir, bis wir rein können. In unseren Flieger nach Kapstadt. Nadir war übrigens so nett und hat uns vor seiner Arbeit natürlich mal wieder zum Flughafen gefahren. Wirklich, man trifft hier unfassbar nette Menschen, das wollen wir auch nochmal hervorheben. Ja. Wir haben einfach Pech gehabt mit ein paar blöden Erfahrungen hier. Aber ja. Man muss auf sein Bauchgefühl hören. Wenn es nicht richtig ist, dann ist es halt erstmal nicht richtig. Aber ich hoffe, wir kommen irgendwann mal wieder und sind soweit, Äthiopien zu bereisen. Und besuchen Nadir natürlich dann auf jeden Fall nochmal. Er ist echt der Coolste.